CSD Hamburg und Berlin. Ich war dabei, er glaube ich auch. Ich war auch dabei. Und das ist unser Thema für diese Folge. Also nicht Hamburg und Berlin, sondern CSD. Pride Month, Regenbogenflaggen, gute Laune, Heiterkeit. Was wir so erlebt haben. Was wir erlebt und haben. Und natürlich, es darf nicht fehlen, in Kombination mit Fetisch, Rubber. Fetisch. Was man halt so gerne mag. Definitiv. Was wir gerne mögen. Also all das Thema in dieser Folge. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier länger rumschwafeln. Hören wir mal zu. Geht los, ne? Geht los. Attacke mit Kacke. Schwarz und eng. Der schwule Fetisch-Podcast. Mit euren Hosts Markus und Alex. Hallo, liebe Freunde, Folge 2. Hallo. Das war mein Intro. Du hast gerade gesagt, ich soll das Intro machen und ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Ich bin fertig. Da sind wir wieder. Dann übernehme ich jetzt wohl. Ja. Schwarz und eng. Zweite Runde. Es ist so aufregend. Ja, wir haben so viel Spaß gehabt. Wir haben gedacht, wir machen einfach noch eine Runde. Direkt, zack, 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 Aufnahme und los geht's. Wir hatten alleine im ersten Podcast so viele Themen jetzt hochgeworfen, dass wir sagten, wir müssen jetzt nochmal, auch wenn es euch nicht gefällt. Wir machen trotzdem weiter. Hilft ja nichts. Ja, weil tatsächlich, also das kann man ja wirklich sagen, wir beide haben auf jeden Fall Spaß hier zusammen. Also ganz positiv. Merkt man hoffentlich Spaß. auch. Ja, ich genieße das total. Und ich merkte, wie ich auch bei der Aufzeichnung ich hatte gesagt so schön, ich bin aus Raum und Zeit ausgetreten. Ich war einfach in dieser ganzen Sache einfach wie eine Therapie. Es ist... Das klingt so negativ. Aber ja, es ist wie eine Therapiesitzung zusammen mit dir. Und was kann es Schöneres geben? Wir haben auf jeden Fall wieder Prosecco natürlich dabei. Ja, Chin Chin. Lass uns einfach anstoßen. Cheers. Auf Folge 2. Schmeckt schon wieder? Nicht. Naja. Wir haben wieder einen guten Prosecco. Natürlich. Da waren leider dummerweise ein paar Flaschen mehr davon im Büro gestanden. Wir trinken die Reste einfach weg. Ne? Die Reste für die Gäste. Reste trinken. Ja. Und tatsächlich, letzte Folge ging es ja darum, wer sind wir? Was ist das für ein Podcast? Wie kamen wir auf die Idee? Es war ein bisschen, ich möchte sagen, der rote Faden war eher ein Wollknäuel. Welcher rote Faden? Richtig. Aber ich finde, wir haben uns dafür ganz gut geschlagen. Heute machen wir mit roten Faden? Na, auf gar keinen Fall. Okay. Wieso sollten wir jetzt das Format ändern? Es hat jetzt eine Folge erfolgreich funktioniert. Okay, also professionell, unprofessionell. Richtig. Gut. Richtig. Genauso machen wir einfach weiter. Wir haben uns diese Folge jetzt mal für das Thema CSD, also Christopher Street Day, ausgeschrieben quasi, entschieden. Spricht man selten aus, aber ja. Weil es geht ja, wir sind quasi, der Pride Month ist durch, wir sind raus aus der Regenbogenzeit, wir sind wieder in der dunklen Jahreszeit, um das jetzt mal ganz dramaturgisch darzustellen, aber CSD. Ich war unterwegs, du warst unterwegs, ihr da draußen, ihr wart auch unterwegs, ihr wart auch auf dem CSD, hoffentlich. Bestimmt, genau. Weil wir hatten uns auch jetzt gar nicht groß abgesprochen zum Start dieser Folge, was wir jetzt eigentlich inhaltlich machen. Außer, dass wir gesagt haben, CSD, es ist wichtig und es ist am Ende immer noch eine Demonstration. Mit Partyanteil. Mit Partyanteil, aber es ist grundlegend immer noch eine Demonstration, kommen wir natürlich auch in dieser Folge drauf zu sprechen und perspektivisch, was wird nächstes Jahr so gehen. Also das ist so ein bisschen unser Fahrplan für heute zum Thema rote Faden. Der rote Faden. Mhm. Ich habe quasi jetzt wie in so einer PowerPoint-Präsentation gesagt, das ist meine Agenda. Das wird bestimmt super funktionieren. Und jetzt würde so eine ganz schlechte Animation kommen, ihr kennt sie all diese schlechten PowerPoint-Animationen, dieses Word Art fliegt rein und wir wären bei Folie 1. CSD, dieses Jahr. Wo warst du denn eigentlich unterwegs? Also tatsächlich ursprünglich geplant waren, aufgrund der EM dieses Jahr, waren ja leider, wirklich leider, alle großen CSDs in wochenendlicher Folge. Ja. Also Köln, Berlin, Hamburg war Wochenende für Wochenende am Stück. Und ich hatte auch alle 3 geplant. Ich habe mich dann sehr spontan eine Woche vorher gegen den Kölner CSD entschieden. Die Gründe kann ich gleich gerne noch erläutern dazu. Dann Berlin, dann Hamburg. Heißt, summa summarum, ich war am Berliner CSD und ich wohne in Hamburg. Am Hamburger CSD, der musste sein. So, und du? Ja, ich tatsächlich war geplant in Berlin und Hamburg. Und auch da? Und auch da. Also in Berlin haben wir uns gar nicht gesehen. Nee, haben wir wirklich nicht. Haben wir nicht? Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte nur Bilder von dir gesehen. Natürlich das wieder Social Media. Ja. Nee, aber da haben wir uns gar nicht gesehen. Ich überlege auch gerade. Nee, Berlin haben wir uns nicht gesehen. Ich war aber auch tatsächlich gar nicht so viel unterwegs am Berliner CSD. Achso, nee, ich bin voll mitgelaufen. Ah, ich nicht. Und ich war auch sehr betrunken. Ja, ich hatte eine etwas wilde Nacht vorher, sagen wir es mal so. Ach so. Und habe einen Großteil des CSDs verpasst am Samstag und des Umzugs.
Das ist jetzt aber leider nicht jugendfrei, deswegen können wir da auch nicht drüber berichten. Ne? Nee, ist okay. Ich hatte nur sehr wenig Schlaf und habe dann den Umzug am Nollendorfplatz noch begutachtet ab 16:30 Uhr. Ach Gott. Ja, nee, da war ich ja Die schon den letzten ganzen Wägen Tag quasi. unterwegs. Ja. Ich bin in aller Herrgottsfrühe aufgestanden. Ich habe noch morgens den Regen mitgemacht, der da kam. Ja, Welcher Regen? Es hat nämlich geregnet noch morgens, bevor es losging. Ich glaub dir das, aber ich habe davon nicht viel mitbekommen. Ja. Ich habe mich dann einfach irgendwann, als es sehr warm war, in einen Full-Rubber-Suit gezwängt, ohne die Nacht geschlafen zu haben. Sehr, wie soll ich sagen, unvernünftig, was meinem Körper angeht, aber auch da waren die Reaktionen wieder interessant. Aber ich habe wirklich nicht viel vom Umzug gesehen, leider. Ja. Also es war wirklich nur, ich bin am Nollendorfplatz eine halbe Stunde gestanden, dann sind wir mit einem Truck noch 10 Minuten Richtung vorne zum Wittenbergplatz mitgelaufen. Ja. Und naja, dann war es ja leider auch schon vorbei. Dann war schon Ende. Dann hatten wir Hunger. Ja, Hunger, genau. Das war auch so. Wir waren dann tatsächlich auch noch, also wir kamen an, unser Hotel war, wo war denn das? Okay, wir hatten ein Hotel. Es war fußläufig vom Nollendorfplatz und tatsächlich die Demo ging da direkt dran vorbei. Aber dann irgendwann meinte ich auch so, boah, ich habe echt richtig Hunger und ich hatte wirklich gut gebechert und ich merkte, ich hatte nur ein bisschen Frühstück und ich hatte richtig Probleme dann und merkte, wenn ich jetzt nichts esse, dann ist vorbei mit Alex, dann ist Ende. Und du hattest Rubber an. Man muss dazu sagen, Rubber und Ja. Alkohol und Schwitzen und Sonne ist eine wirklich gefährliche Kombination. Ja, Also weil man es muss haut da, einfach man alles muss da doppelt so stark ein bisschen rein. auf sich achten Ja. und du hast das wohl nicht so getan. Ich habe es gemacht, indem ich gesagt habe, Achtung, ich muss jetzt was essen. Okay, wow. Und Obacht, ich hatte bitte. zwischendurch auch eine Cola getrunken. Nicht Wow. nur irgendwie so süße Cocktails aus irgendwelchen Dosen. Wir möchten ja übrigens keine Werbung für Alkohol machen. Auf gar keinen Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Das wirkt immer so ein bisschen so, aber Es gehört aber auch irgendwie mit dazu. ja, beim CSD, Ich wenn man weiß, sich ja. die Straßenränder mal anguckt und die Sektflaschen zählt, naja. Da muss ich mal kurz einschieben. Thema Straßen. Ich finde es in Berlin beachtlich, weil wir sind auch abends noch lang gegangen, nach dem Demozug. Diese Berliner Stadtreinigung. Großen Respekt an euch da draußen. Falls uns irgendjemand hört von der Berliner Stadtreinigung, ihr seid krass. Die sind Stimmt. nach dem letzten Wagen, fahren die... Mitgewischt. Wirklich. Und es ist so sauber. Es ist so unfassbar sauber. Wenn man die beobachtet, die sind mit gefühlt 100 Leuten, laufen die da hinterher und es ist eine Straße, die so sauber ist wie sonst das ganze Jahr nicht. Es ist beeindruckend. Aber viel cooler wäre es ja, Ja. wenn die Leute ihren ganzen Scheiß da gar nicht erst liegen lassen würden. Das ist was anderes. Vielleicht mal fernab davon noch, aber das kann ich aus. Ja, Streitthema. ich selber habe vielleicht auch meine Flaschen immer ein bisschen beiseite. Was? Aber ich habe es immer hingestellt, weil es sind ja auch mal Leute, die Pfandflaschen einsammeln. Muss man. Ich fühle mich dann ein bisschen gut. Ja, ist falsch. Ja, okay. Auf jeden Fall Respekt an die Stadtreinigung. Ihr macht wirklich einen tollen Job. Wo waren wir stehen geblieben? Der rote Faden. Geht schon wieder verloren, genau. Alex. CSD. Du redest zu viel. Berlin. Der rote Faden. Wir waren was essen, das habe ich noch erzählt. Und du warst dort, ich war dort. Wir haben uns nicht getroffen. Weil so. ich nicht viel unterwegs war dort. Ich tatsächlich schon. Ich war dafür im Abendprogramm nicht so viel unterwegs. Also ich habe eigentlich Ich auch gedacht, nicht. Achso. Ich bin Ich wollte gerade sagen, ich habe das Gegenprogramm zu dir gemacht. Nein. Also jein. Ich war tatsächlich sehr viel privat unterwegs abends. Berlin, wenn das Wort chill geläufig ist. Ich war tatsächlich privat unterwegs. Ich halte nichts von Veranstaltungen, also von Partys an den großen Wochenenden, also zu CSD-Wochenenden. Ich finde das alles immer sehr überlaufen. Ich klinge wie so ein Berliner mittlerweile, weil die gehen auch tatsächlich nicht auf die Partys an den großen Wochenenden. Ne? Ja. Ich habe das auch alles schon mal durch und fand das alles zu überlaufen und ich bin ja oft genug in Berlin mittlerweile. Ich mache das an den Wochenenden, wo halt nicht die ganze Welt in Berlin ist, weil das einfach viel mehr Spaß macht. Ja. Und du halt nicht irgendwie gottlose 2 oder 3 Stunden am KitKat, am Berghain Lab, wo auch immer anstehst. Das macht einfach keinen Spaß. Ja. So, deswegen, ich war nur am CSD, habe was gegessen, war im Prinzknecht und bin dann wirklich zu Freunden nach Hause gegangen. Und habe da die Nacht verbracht. Die zweite Nacht in Folge. Naja, irgendwas ist immer. Das war bestimmt ein netter Abend, ne? Ja, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Kurze Nacht, netter Abend. Ja. Können wir wirklich kinderfreundlich so zusammenfassen. Ja. Es war einfach eine schöne Nacht. So. Schön. Es war Guck mal, wirklich toll. Aber genau das ist es. Man soll es auch mal ein bisschen genießen, das Leben ein bisschen feiern. Und YOLO. gut ist. So, genau. Das war auch, Schlafen können wir, wenn wir tot sind. ja, ach, dieser Spruch, wenn ich das immer wieder jedes Mal höre, wo ich mir denke, so, ja. Ich werde nicht müde, diesen Spruch zu sagen, weil wenn ich eins die letzten 12, 24 Monate gelernt habe, dann ist es genau das. Die geilsten Nächte sind die man einfach YOLO macht Ja. und halt einfach später schläft. Ja, okay. Oder halt gar nicht.
Nee, da bin ich vielleicht schon zu spießerhaft Nee, unterwegs. das kommt noch. Das war bei mir auch erst später. Okay. Dann freue ich mich darauf, wenn ich irgendwann gar keinen Schlaf mehr habe. Aber du bist, also jetzt um noch auf den CSD zurückzukommen, du hast dich in Schale geworfen, offensichtlich irgendwann. Genau. Ja, und bist dann wirklich los? Genau, wir waren, man kann ja mal kurz das Wochenende zusammenfassen, Berlin. Ich bin am Freitag, Alter, fing schon an, wir wollten mit der Bahn nach Berlin fahren. Nee, da fangen wir jetzt nicht mit an. Da hat die Geschichte auch aufgehört. Wir haben das Auto genommen. Wir waren mit Freunden unterwegs und sind dann tatsächlich, wir hatten Deutschland-Ticket, alles gekauft und es war schon, die Woche war schon... Ihr seid Auto gefahren, Punkt. Und es war eine schöne Du warst Autofahrt. dann irgendwann in Berlin. Es war eine traumhafte So, Autofahrt, ohne Stau, wirklich. Es war eine ganz tolle Autofahrt. Wir sind durchgekommen, wir haben uns Schnittchen geschmiert, es gab ein Wässerchen, es gab sogar schon den ersten Prosecco während der Autofahrt. Der muss sein. Es hätte nicht besser sein können. Dann sind wir in Berlin angekommen, haben eingecheckt und wir waren eine Reisegruppe von 6 Leuten. Und sind dann am Freitag erstmal ganz entspannt abends ins Prinzknecht unterwegs was man so macht in gewesen. Berlin? Genau, was man so macht. Als junger Fetischmensch. Genau, und wir hatten auch nicht junge Fetischmenschen dabei. Also auch und nicht junger Fetischmensch wir hatten auch. sogar ein Hetero-Pärchen dabei. Auch die gehen da gerne hin. Genau, die manchmal. sich gefreut haben auf eine Fetischveranstaltung. Die fanden das mega geil. Also das war wirklich eine ganz tolle Reisegruppe. Ich muss leider ganz kurz einhaken. Ich hatte meine Schwester sogar schon mit dem Prinzknecht dabei und sie fand's mega. Großartig. Deswegen, Ja. Also allein das ist mega. Ja. Aber erzähl gern weiter. Genau, dann waren wir da unterwegs und haben das gemacht und waren dann, sind wir abgesackt im Blond. Habe ich noch nie von gehört. Das ist so ein Laden, da kann man auch Karaoke singen. Deswegen sind wir eigentlich dort gelandet. Es war aber leider keine Karaoke-Nacht und es tat mir weh. Und da gibt es Cocktails, tatsächlich auch relativ preiswert. Wo ist das denn, das Blond? Da an der Straße. Also in der Fuggerstraße, eine wo auch weiter. das Prinzknecht ist. Übrigens, Prinzknecht, für die es nicht kennen. Es ist eine Bar. Es ist eine Bar, die aber Ja. schon sehr lange existiert und sehr fetisch, kinky, open ist für alles. Nur nicht so für Frauen meistens. Genau. Und ich muss sagen, tatsächlich Prinzknecht, ich möchte sagen, es ist eine ganz fest etablierte Marke in Berlin. Da landet man fast immer, wenn man einfach nur einen Drink haben möchte und sich unterhalten möchte mit Menschen. Und da kann man auch immer landen. Also selbst Immer. ich war dort, als ich beruflich mal in Berlin auch war, mit Arbeitskollegen, die nicht schwul, nicht fetisch, sondern einfach, ich sag mal, ganz normale Heteromänner, um das Kann jetzt man mal wirklich so... unter der Woche kann man auch Genau. einfach so für einen Drink hingehen. Es Man war fühlt eine- sich immer wohl. Genau, super angenehmer Abend. Ja. Wichtig, Prinzknecht, ihr könnt nur Bar zahlen. Das ist an dieser Ja, Stelle, muss man auch sagen. Aber es ist halt Berlin, ne? Genau, ich musste vorher nochmal zum Bankautomaten, aber man kann nur Bar zahlen. Trotzdem lohnt sich definitiv vorbeizuschauen. Um jetzt auf Genau. den roten Faden zu Und kommen, wir waren beim Blond. Wir waren beim Blond. Ist so eine kleine Bar, die ist 3-mal abbiegen neben der Fuggerstraße. Okay. Glaube ich. Wir sind vom Prinzknecht zu Fuß dahin, also es ist nicht so weit weg. Mit Karaoke. Und da gibt es normalerweise Karaoke, aber das war an dem Abend leider nicht. Schade, sonst hätte ich es sofort gemacht. Aber man kriegt dort leckere Cocktails, also haben wir dort wirklich einen tollen Cocktailabend gehabt, sind dann irgendwann schlafen gegangen und es war wirklich einfach nett, einfach Schöner toll. Abend einfach. Genau, und am Samstagmorgen dann aufstehen, Frühstück. Dann habe ich mich auch wieder in Schale geworfen, natürlich wieder in Rubber. Im Hotel direkt? Im Hotel direkt. Und du bist ohne was drüber zu ziehen Ja. losgegangen? Ja. Ich erinnere mich an die erste Folge. Du Ja. hast dich in der Bahn Hamburg ausgezogen, auch von einem Jogger-Outfit und fandest es komisch. Und in Berlin jetzt so 2 Jahre später, scheiß die Wand an, ich zieh Richtig. mich im Hotel um, ich laufe direkt mal los, Und so genau, mit Rubber. genau diesen Moment hatte ich und es fühlte sich gut an. Und vor allen Dingen, es hat Herrlich. da noch ein bisschen draußen genieselt. Lieb Und ich. wir sind draußen, alle so, wir werden nass. Und ich dachte so, ich trage Rubber, muss ich mal Das war abwischen. verspart. Das war so praktisch. Ich brauchte keinen Schirm, keine Jacke, kein gar nichts. Das war einfach großartig. Und ich habe es wirklich genossen. Ich bin raus aus dem Herrlich. Hotel. Man merkt natürlich die Blicke. Das merkt man auch Das hast einfach du immer. überall. Aber ich habe es genossen. Aber in dein dem Hotel Moment. war ja in Schöneberg, also nee, Genau, Neulendorfplatz, ja, das da war- ist das, Schöneberg ist das wirklich egal, die sind leid gewohnt. Da liefen auch ein paar Puppies rum, zum Beispiel im Hotel. Das war auch so, wo ich so dachte, ach, okay, gut, da läuft ein Puppy, ich laufe hier in Rubber rum. Mein Gott. Was irgendwas soll's? ist immer. Ne? So. Also tatsächlich, das war auch völlig normal. Und dann sind wir einfach zum CSD und der Demonstrationszug, der lief schon. Und wir sind dann einfach irgendwo unter irgendeinem Truck, wo die Mucke gut war und sind mitgelaufen. Unter den Truck. Hinter den Truck. Ja, bei dir passt Habe ich unter- untergesagt. bei dir Ach so, passt ja. unterm Truck. Bei Also- mir würde auch, also, wie kann ich das jetzt seriös? Nein, kann ich nicht. Ihr wart Jetzt ist hinter das- dem Truck, es war ein Versprecher, ein ja, falscher Versprecher. hinterm Truck hinterher und sind mitgelaufen und es war wirklich richtig, richtig cool.
Gute Stimmung, wir haben dann Getränke noch irgendwo unterwegs von den ganzen, ich sag mal, fliegenden Händlern, die da rumlaufen, schön noch Bier gekauft und so kleine Prosecco-Fläschchen. Ihr seid bis zum Ende mitgelaufen? Wir bis sind oder? fast bis zum Ende. Wir sind vorher tatsächlich abgebogen, weil, aber wirklich kurz vorher Mensch, nur. da habe ich ja echt viel geschafft im Vergleich zu dir. Ja. Wow. Und dann tatsächlich, genau, waren wir irgendwann noch was essen, weil ich einfach meinte, jetzt brauche ich dringend was zu essen, weil sonst klappe ich zusammen. Und ja, abends war auch. Was habt ihr abends gemacht? Das frage ich mich tatsächlich auch gerade. Oh, wow. Ich glaube, wir waren noch kurz im Prinzknecht. Kann das sein? Oder waren wir nochmal im Blond? Junge, irgendwas ist da ich passiert. habe 2 Nächte fast nicht geschlafen am Berliner CSD-Wochenende und ich weiß noch mehr als du. Ja, das ist jetzt ja dein Problem. Ja, nee. Jetzt stell das nicht so dar, als hätte ich das Problem. Nee, doch, du bist das Problem. Also irgendwo waren wir und es war auch nett und dann waren wir auch schlafen. Also und am Sonntag, wir waren auf jeden Fall nicht noch abends feiern oder so, weil das hätten wir nicht durchgehalten. Es kam auch noch Unwetter am Samstagabend. Hast du das mitbekommen? Nee, da war ich schon wieder privat zu Hause. So, weil die Idee war noch, dass wir am Samstagabend auf Straßen Mit unserem geheimen Producer. Den haben wir mitgenommen. Den hast du mitgenommen. Ja, Entschuldigung. Den habe ich aber auch kurz getroffen. Der hat sich für mich aufgedrängt. Er steht da hinter Sehr der verschämt. Kamera. Ich spreche jetzt in diese Kamera. Und dahinter, da steht er, unser geheimer Producer, der noch nicht vor der Kamera zu sehen sein möchte. Den kriegen wir auch noch irgendwann hierher. Den habe ich getroffen am Potsdamer Platz. Und da ist übrigens auch ein Foto entstanden. Und das ist ein Foto. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe es gepostet. Und da war ich möchte sagen, ich war wieder mutig. Ich habe ja auf Instagram 2 Profile. Ich habe einmal mein Kinky-Profil, das, was ihr da draußen vielleicht auch schon kennt oder auch folgt. Und wenn nicht, folgt mir. King Guy, haha. Danke für die Werbung. Oder ich habe natürlich auch noch ein privates Profil. Also was heißt privat? Es ist öffentlich, aber da bin ich als Privatperson, wie ich halt bin. Und tatsächlich. Ohne Fetisch? Ohne Fetisch. Bis zum Berlin-Wochenende. Das habe ich gesehen. Achso, ja, das habe ich gesehen, das Bild. Und ich habe auf meinem privaten Profil, wo ich sonst als ganz normaler, stinknormaler Mensch zu sehen bin, habe ich ein Foto in Rubber gepostet. Größten Respekt. Und es war ein bisschen aufregend. Es ging tatsächlich like-technisch, ich will nicht sagen durch die Decke, aber im Verhältnis hat es mehr Likes bekommen als alle anderen Fotos. Und ich habe nur positive Resonanz drauf bekommen. Und das fand ich so spannend. Ich habe auch, und auch da schon mal den Bogen nach Hamburg zu spannen, ich habe in Berlin und in Hamburg ausschließlich positives Feedback bekommen. Also zu Stories, jetzt mal, ich sag mal virtuell, wo immer Feedback relativ leicht gemacht ist, aber tatsächlich auch Menschen, die mich vor Ort angesprochen haben. Also es gab Leute, die sind an der Straße stehen geblieben, haben mich angeguckt und meinten, ey, geiles Outfit. Oder schwitzt man da nicht extrem drunter? Also hör mir auf mit dieser Frage, bitte. Ich kann sie nicht mehr hören. Ich habe die so oft gehört in Hamburg. Das ist halt die Standardfrage. Ja. Aber ich fand das so cool. Also wie kommt man da rein? Und kommst du da auch wieder raus? Ja, ne? Genau. Ja. Wie viele Hände brauchst du zum Anziehen? Das sind so die Standardfragen. Aber tatsächlich, ich fand es cool, weil es gab nur positives Feedback. Ja. Und ich weiß nicht, du trägst ja schon ein bisschen länger auch Rubber auf dem CSD, in der Öffentlichkeit und Co. Wie ist das bei dir? Nimmt das extrem gerade zu oder ist das jetzt, ich sag mal so wie immer, weil ich bin ja relativ frisch dabei. Wie nimmst du das wahr? Also auch da habe ich leider die Erinnerung für das erste Mal Rubber beim CSD nicht abgespeichert. Ich weiß nicht, wann ich das erste Mal Rubber anhatte beim CSD, aber was ich weiß ist, dass es zumindest beim CSD, gut, das ist auch Großveranstaltungen in Großstädten, immer super entspannt war. Ich hatte da nie irgendwie doofe Erfahrungen. Und ich habe es gerne getragen, weil die Leute wirklich, wie du schon auch sagst, sehr aufmerksam sind, was das angeht oder auch sehr neugierig oder darf ich mal anfassen? Ja. So, wobei das Schlimmere, und das zeige ich jetzt gerne für die im Video zugucken, ist eher dieses, ich komme mal kurz rum, darf ich mal anfassen, ne? Ach so, wo man schon also anfasst, quasi bevor man die Hand quasi schon irgendwo am Arsch oder am... Aber das war jetzt gerade gar nicht so unangenehm. Ja, aber denen gebe ich mittlerweile tatsächlich ein böses Feedback und sage, du hättest mich auch einfach vorher fragen können, hätte ich ja gesagt. Ja. So, also von der Sorte habe ich leider mittlerweile auch ganz viele. Ich hatte jetzt beim, mir ist es ja mittlerweile egal, ich hatte auch beim Schlagermove in Hamburg Rubber an, weil ich mir dachte, da laufen so viele Verrückte rum. Ja, da kann ich auch Rubber anziehen. Da war wirklich jemand, der ist an meinen Anzug ran, ich hatte so ein T-Shirt an, so ein Rubber-T-Shirt, ist an das T-Shirt, hat es wirklich bösartig festgegriffen und ganz weit weggezogen vom Armgelenk. Also wirklich, um es gefühlt kaputt zu machen. Ja. Also wirklich aggressiv. Das war eines der wenigen Male, wo ich wirklich mal eine blöde Reaktion hatte. Ja. Ansonsten bei den CSDs ist das wirklich wie du schon sagtest gerade, die klassischen Fragen. Ja. Darf ich es mal anfassen? Schwitzt man da nicht drin? Wie kommt man da rein? Wie zieht man das aus? Du siehst so gut aus damit.
ich finde das total süß. Natürlich, ab einem gewissen Punkt wird es irgendwann... Ja. Eigentlich möchte man gern so eine Tafel hochhalten mit den Fragen, die man schon 5-mal beantwortet hatte heute. Meine FAQs. Meine FAQs für Rubber, CSD, genau. ja. Aber irgendwie ist es ja auch süß, weil es halt zeigt, dass so viele Menschen wirklich Interesse haben. Und wir hatten es in der ersten Folge auch schon man muss, wenn man Fetisch in der Öffentlichkeit zeigt, muss man auch ein bisschen lernen, nicht mehr nach rechts und links zu gucken. Das habe ich mittlerweile perfektioniert tatsächlich. Ja. Weil es mir einfach egal ist. Ich laufe ja meistens mit so einer kleinen Entourage mit mir rum. Wollte ich gerade sagen, ein paar Leute, ne? Wenn man dich sucht, dann sucht man immer eigentlich deine Mitbringsel. So, genau. Und die sagen mir tatsächlich ganz häufig, wenn sie hinter mir laufen, ich bin ein Mensch, der relativ schnell läuft und auch meistens voranläuft, meinen sie zu mir oftmals, ey, ganz ehrlich, die Leute, denen fallen die Augen raus. Wenn du da, also ich war halt am Hamburger CSD, hatten wir gerade schon, war ich wirklich im Fullsuit unterwegs, von oben bis unten, ne? Ja. Und ich habe es halt wirklich gar nicht wahrgenommen. Also ich gucke halt auch einfach gar nicht mehr rechts und links. Also mich sprechen mal Leute an, dann merke ich es natürlich aktiv, aber ansonsten laufe ich halt wirklich so im Tunnel so straight und gucke nicht rechts und links, weil es mir einfach egal ist und weil ich einfach diese Blicke, die vielleicht auch mal negativ sein können, was völlig in Ordnung ist, oder halt zweifelnd komische Blicke, was auch immer, die will ich auch einfach gar nicht mehr sehen, weil die würden mich irgendwie verunsichern. Ja. Und die blende ich einfach aus und laufe einfach straight forward und denke mir so, ich mache hier nichts Illegales, es ist einfach nur eine Klamotte, die sollen sich mal alle nicht so anstellen. So, und alle, die hinter mir laufen von meinen Freunden, sagen mir jedes Mal im Nachgang, oh mein Gott, die Leute, denen fallen die Augen raus. Ja, krass. Es ist wirklich immer spannend, aber ich will auch gar nicht gucken tatsächlich. Also es würde mich verunsichern und es würde mich auch, ganz ehrlich, wenn ich die ganze Zeit hier so rechte Schulter, linke Schulter laufe, das würde auch irgendwie nicht mehr authentisch wirken. Ne? Ja. So, das will ich nicht. Und deswegen mittlerweile einfach so anziehen. Also ich wohne relativ nah zum Startpunkt des Hamburger CSDs. Ich bin auch zu Hause tatsächlich direkt in Full Rubber los, ohne was drüber zu ziehen. Aber ich war halt alleine und um zum CSD zu kommen, muss man halt in Hamburg durch ein Viertel, das eher nicht so tolerant ist, sage ich mal. Von daher habe ich mir dann tatsächlich auch mal den E-Scooter geholt. Auch das mache ich, damit ich einfach nicht da entspannt durchlaufe alleine, sondern einfach mit dem E-Scooter einfach durchfahren. Dann ist es mir auch einfach am Ende egal. Ja. Also man muss mit einem gewissen Maß an Sicherheit auch selber unterwegs sein und Realismus zu sagen, das ist jetzt eine Ecke, da könnte es auch mal, obwohl parallel 2 Straßen weiter der CSD stattfindet, könnte es zu Anfeindungen kommen, wenn man alleine unterwegs ist. Dann muss ich auch einfach mal so vorsichtig sein für mich selber und sagen, ich nehme E-Scooter, weil das, was ich da gerade anhabe in der Öffentlichkeit, ist halt nun mal nicht handelsüblich. So. Es gibt auch Menschen, die das nicht akzeptieren, das ist auch in Ordnung, muss auch nicht jeder, aber ich muss mich ja selber am Ende des Tages irgendwie schützen und entweder ich ziehe was drüber, worauf ich keinen Bock hatte, weil dann hätte ich wieder irgendwie Klamotten in der Hand gehabt, im Rucksack, wo auch immer, oder ich nehme halt einen E-Scooter und ziehe da halt einfach mal kurz vorbei, weil dann kann dich halt keiner anpöbeln. Ja. So, und sobald du dann wirklich jetzt in Hamburg an der langen Reihe, das ist jeden, der aus Hamburg kommt oder in der Umgebung kennt das, the one and only gay place to be. Wenn du da an einer langen Reihe bist, wo die Menschenmengen sind, dann ist es einfach egal. Dann sind halt wirklich die Leute da, die halt wirklich da sind, die eine Toleranz haben oder Offenheit, sich das anzugucken. So, und dann war das okay. Und dann war ich wirklich ich musste wirklich kurz mal überlegen, auch das war eine Nacht mit nicht so viel Schlaf, die Erinnerungen. Den CSD war ich in Full Rubber unterwegs in Hamburg und ich bin sogar mitgelaufen bis zum Ende. Und bin dann tatsächlich aber irgendwann kurz mal nach Hause, weil halt abends noch eine Party geplant war. Ja, genau, da hattest du dich verabschiedet, da standen wir noch irgendwie beim Straßenfest und hast du dich verabschiedet und bist noch mal kurz nach Hause. Ne? Ich habe tatsächlich sogar noch 2 Stunden geschlafen. Ach, Luxus. Und wie ist bei dir der Abend weitergegangen? Ja, wo ging es bei mir noch hin? Tatsächlich nach Hause. Ich war ganz froh, dass ich abends aufs Sofa konnte und ich bin nicht noch feiern gegangen und gar nichts, weil ich war auch dieses Jahr alleine auf dem CSD. Wie du gesagt hast, alleine hingehen. Mein Mann hatte mich morgens zum CSD gefahren mit dem Auto. Meinte, komm, ich setze dich ab. Ja, total nett, nur nach Hamburg mit dem Auto rein, konntest du vergessen. Aber du hast Rubber schon an, oder umgezogen dann? Ich hatte Rubber an, darüber mein Soccer-Outfit. Ja. So, damit ich halt auch den Sitz im Auto nicht voll der war bestimmt trotzdem vollgesaut, weil du hast, was auch immer. Das könnte passiert sein, ja. Typische Probleme. Vielleicht dazu an dieser Stelle nochmal so Rubber-FAQs. Wir haben es gerade angesprochen. Wenn ihr da mal Fragen habt,
schickt sie uns gerne mal. Schreibt es in die Kommentare rein, per Direktnachricht. Da kann man Stunden drüber reden. Da können wir wirklich Stunden drüber reden. Oder auch an moin@schwarzundeng.de, alles zusammengeschrieben per E-Mail, dann einfach zu uns ins Studio schicken, wie man so schön sagen kann. Dann machen wir gerne mal so ein Rubber-FAQ als eine Folge und reden einfach mal darüber, wie ist das eigentlich, da reinzukommen, da rauszukommen. Und so weiter. Die Fragen halt, die alle haben. Und ich glaube, ich habe an dich auch noch 5000 Fragen zum Thema Rubber, aber das können wir dann alle beantworten. Definitiv machen. Genau, auf jeden Fall bin ich dann da auch alleine lang und das war ein bisschen komisch und habe ich ja euch irgendwie gesehen. Wir hatten einen Standort freigegeben und dann dachte ich so, gut, da sind Menschen, die ich kenne. Und das war ein komisches Gefühl, aber es fühlte sich auch gleichzeitig wieder gut an. Also ich fand's. Hat man dir gar nicht angemerkt. Ja. Du wirktest wirklich mega entspannt. So ganz handelsüblich, so, ich gehe jetzt mal zum CSD in Rubber, gar kein Thema. Genau, und es war angenehm. Dann stand ich irgendwann da vorm Hauptbahnhof und habe da ein bisschen was getrunken und habe da auch wieder Leute noch getroffen, die ich auch kannte. Und es war einfach schön. Ich kann jedem, der vielleicht jetzt überlegt, im nächsten Jahr dabei sein zu wollen, in Fetischen, egal ob es jetzt Rubber ist oder und sonst nicht mal irgendwas. Fetisch. Einfach kommen, bitte. Auch ganz normal. Leute, die sich trotzdem vielleicht, ich sag mal, mit dem Gedanken erstmal nicht wohlfühlen, kommt einfach und schnappt euch Freunde, schnappt euch Gruppen, schließt euch irgendwelchen Leuten an, weil das macht es einfach einfacher. Es gibt ganz viele Menschen dahinter, die das organisieren, damit Menschen kommen, Ja. wie ihr, wie wir. In Hamburg zum Beispiel der Hamburg e.V. Ja. Großes Hamburg Lob an diese Pride Menschen. e.V. Hamburg Pride e.V., sorry. Ich breche eine Lanze für diesen Verein. Die machen das jedes Jahr möglich, dass wir hier unbeschwerten Umzug haben in Hamburg, wo 250 bis 300.000 Menschen so, ja, genau, dran teilnehmen. Und vor allen Dingen das Schöne, dass wir halt einfach 3 Tage Straßenfest in Hamburg haben und einfach, ich sag mal, Flagge zeigen gegen all das, die das nicht so toll finden. Gegen all die Scheiße da draußen, man kann es gar nicht anders sagen. Gegen diese ganze Dreckskacke. Also wirklich, ich will da gar nicht zu sehr jetzt polarisieren, aber es ist einfach so, es ist so viel Scheiße da draußen. Wir müssen einfach Flagge zeigen. Genau. Und auch wenn das immer wieder mal sichtbar sein. Im Volksmund ein bisschen viel Party ist, aber ich glaube, ganz viele kommen aus ihren Löchern und zeigen sich einfach, hallo, wir sind viele. Und ich wir finde es so da. süß. Ich mag es immer also ich bin dann ja auch da lang marschiert hinter so einem Truck hinterher und ich mag es total so zu sehen, welche Firmen engagieren sich und haben eigene Trucks. Das mag ich total zu sehen und auch wirklich da Respekt an jeden Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern sagt, wir haben einen eigenen Truck, finde ich ein total klasse Statement. An dieser Stelle keine Werbung, aber ich bin hinter Airbus hinterhergelaufen, geile Mucke. Das stimmt, da bin ich auch kurz hinterhergelaufen. Wirklich toller Truck, hat mir sehr gefallen. Und dann mag ich es total am Straßenrand zu gucken, wer steht denn da eigentlich? Und es hat ein bisschen was, ich bin gar kein Sportler, aber es hat ein bisschen was von so einer Sportveranstaltung, wo die am Rand einen anfeuern fast schon. Genau, ja, tatsächlich. Man sieht sowas beim Marathon, bei der Tour de France oder so, die am Straßenrand feuern total die Leute da an und finden das toll, was sie machen. Und ich habe so ein, ich sag mal, älteres Ehepaar gesehen, das hätten meine Großeltern sein können, die saßen auf so 2 mitgebrachten Campingstühlen. Nein, wie süß. Ja, und die beiden hatten so Regenbogenflaggen dabei und haben die gewedelt und haben sich einfach gefreut. Und ich habe mir das so vorgestellt, wo ich dachte, oh Gott, die sind jetzt dahin gekommen mit ihren Campingstühlen. Oh mein Gott, das ist süß. Haben sich da hingesetzt, einfach weil sie das toll finden. Das fand ich so und stark. Und die Offenheit dafür haben. Genau, wenn ich jetzt drüber rede, ich krieg da gefühlt ja, Gänsehaut, weil es einfach so schön ist. Du gehst da ja nicht einfach hin, um dem zuzugucken, sondern weil du hast ja das Mindset dazu. Genau. Obwohl du alt bist, im Zweifel, was gar nicht schlimm ist, aber gerade da ist ja das Mindset oftmals nicht vorhanden, denkt man. So, und das, wow, die habe ich nicht gesehen, das ist ja mega toll. Fand ich ganz, ganz süß, wo ich sage, und da kommen so viele Charaktere zusammen, aber auch Eltern mit kleinen Kindern dabei und so. Und ich finde es halt so schön, wie vielfältig die Kultur ist, die drumherum passiert. Genauso vielfältig wie die Kultur ist, die quasi mit demonstriert. Outtakes. Für euch zur Erklärung, was ist hier gerade passiert? Du wolltest gerade einen Schluck Prosecco trinken und hast das Glas jetzt auf den Boden geworfen und hier sind jetzt überall Glasscherben. Ich nehme einfach gleich die ganze Flasche. Trink aus der Flasche. Wir schneiden an dieser Stelle auch nicht, denn wir sind ja ein ehrlicher Podcast. Bei uns geht die Aufzeichnung einfach weiter. Ich bin jetzt komplett voller Prosecco, aber hey. Eieiei. Egal, irgendwas Achtung, Scherben. Ja. Egal. Wir machen weiter. Wo waren wir bei den alten? Ich fand das eigentlich, also ich wollte nur gerade sagen, wie toll ich doch diesen den CSD, wie steige da mal ein, wie toll ich doch den CSD in Hamburg fand. Und ich muss sagen, im Vergleich zu Berlin, ich finde, Hamburg hat ein bisschen mehr, also Berlin war halt Großstadt.
für mich war Hamburg ein bisschen wie Dorf. Also so blöd, das soll jetzt gar nicht böse klingen. Nein, Dorf ist doof. Familiär, das ist das Wort. Genau. Es war Der kleiner, Hamburger CSD ist einfach nahbarer. Deswegen Total, ist das ja. auch tatsächlich mein Lieblings-CSD in Deutschland. Einfach weil auch dieses Straßenfest, das wissen viele nicht, 3 Tage lang an der Binnenalster Jungfernstieg ist und du einfach, wenn schönes Wetter ist, was in Hamburg auch mal vorkommen soll, 3 Tage Open Air einfach die Stimmung genießen kannst da und bis Mitternacht teilweise einfach bei Musik das ausklingen lassen kannst. Gerade am Samstagabend, wenn der CSD endet halt dort quasi, Ja, genau. das einfach enden lassen kannst. Und abends gibt es noch eine große Party auf der Reeperbahn. Und das alles in allem das waren einfach mal wieder schönste CSD-Wochenende dieses Jahr für mich in Hamburg, wie die letzten 3 Jahre am Stück. Ja. Und Jedes für alle Jahr. da draußen kann man auch nur sagen, wir beide sind auch Mitglied im Hamburg Pride e.V. Das klingt jetzt wie so ein Werbeblock. Aber tatsächlich ist es ein bisschen, ich möchte sagen, Werbung aus Überzeugung, weil die Jungs und Mädels vom Pride e.V., die machen halt echt einen fucking geilen Job. Extrem guten Job. Deswegen danke Chapeau. und an alle da draußen, wirklich, werdet gerne Mitglied, unterstützt das. Unterstützt diesen Verein einfach tatsächlich. Ja, Das das hat auch lohnt sich. tatsächlich ein paar Benefits, wir wollen jetzt keine Werbung machen. Ja, genau. Aber wirklich, also ich unterstütze den Verein einfach gerne. So, und das ist auch der einzige in Deutschland, wo ich wirklich gerne diesen Beitrag jährlich bezahle, weil ich genau weiß, was dafür am Ende entsteht. Und das ist wirklich, das macht jedes Jahr einfach Spaß, damit teil zu sein. Und es ist tatsächlich jedes Jahr am gleichen Wochenende auch der Amsterdam CSD. Aber es ist bisher nie eine Option gewesen, nach Amsterdam zu fahren, weil der Hamburger CSD halt einfach, ich kann den nicht verpassen, es geht nicht. Seitdem ich in Hamburg wohne, war ich jedes Jahr am Hamburger CSD. Es geht nicht anders. Das ist schön. Also, macht es auch da draußen so. Fast schon Amen jetzt hier. Ja, das war schon fast ein Endwort, aber tatsächlich, ich habe noch die Frage an dich. Wo sieht man dich nächstes Jahr? Hast du jetzt schon Pläne für Naja, am Hamburger CSD. Ja. Das habe ich jetzt auch mitbekommen, da werde ich wahrscheinlich auch dabei sein. Also es ist tatsächlich relativ einfach. Nein, tatsächlich anders als dieses Jahr. Ich werde nächstes Jahr mit 99%iger Wahrscheinlichkeit am Münchner CSD sein, weil der wirklich tatsächlich auch sehr schön ist. Den habe ich dieses Jahr leider nicht geschafft, wegen der Arbeit. Am Berliner CSD sowieso, weil das meine zweite Heimat mittlerweile ist. Und der Hamburger CSD steht ja nicht in Konkurrenz. Also die 3 werden es nächstes Jahr. Köln lasse ich aus. Ja. Oh, by the way, ich wollte noch erzählen, warum ich Köln ausgelassen habe. Genau. Weil wir gerade das Thema familiär hatten. Der Kölner CSD ist für mich mittlerweile einfach zu groß und zu der ist groß geworden, ne? überkommerzialisiert. Also ich habe dem einfach mittlerweile nichts mehr abgewinnen können. Ich war die letzten 2 oder 3 Jahre dort, also direkt nach Covid als der erste war ich glaube 21, 22, 23, 3 Jahre am Stück. Und ich weiß nicht, irgendwie dieses Jahr habe ich es nicht gefühlt und habe es dann eine Woche vorher tatsächlich abgesagt, weil ich mir dachte, ich quäl mich da jetzt nicht durch, auch wenn ich gerne Menschen, ich kenne ja ein paar Leute, gerne ein paar Leute mal wieder sehen würde, die ich gerne sehe, aber dafür, nee. Da waren ja auch ein paar Millionen, also 1,2 Millionen oder sowas. Ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube ja. Also irgendwie, der Berliner ist mittlerweile selbst zu groß, aber da kenne ich halt mehr Leute, aber der Hamburger ist einfach... Ja. Und der Münchner ist wirklich auch schön. Und da kenne ich auch, ich komme aus Bayern, ein paar Leute. Ja. Und den habe ich dieses Jahr nicht geschafft. Deswegen München, Berlin, Hamburg nächstes Jahr. Hoffentlich mit immer wieder mal ein Wochenende Abstand dazwischen, weil keine EM ist. Ja, weil das ist auch dann nur also nur 2 Wochenende am Stück ist wirklich Arbeit. Das habe ich auch gemerkt mit Berlin und Hamburg, war sehr anstrengend. Aber tatsächlich für mich auch, also Hamburg ist ein Muss. Hamburg ist Muss. Und Berlin würde ich auch ist auch fast Muss, ne? Ja, würde ich auch gucken, dass man da eigentlich wieder dabei ist. Ist auch nicht so weit. Gehört dazu. Nee, man ist ja schnell da, wenn man nicht die Bahn nimmt. Aber anderes Thema. Jetzt sind wir aber quasi aus der CSD-Zeit raus und kommen ja wieder zurück, ich möchte sagen, in den Alltag. Da kommt fast schon der Radiomoderator wieder durch bei dir. Bleiben Sie dran. Bleiben Sie dran. Die Frage ist jetzt ja, was steht denn jetzt demnächst noch so an? Also du bist ja eher von uns der Eventgänger, quasi die Partymaus. Hat man mir schon mal gesagt, ja. Du bist ja, du weißt ja einfach alles, dein Kalender ist wahrscheinlich jetzt die nächsten 2 Monate schon durchgeplant. Das ist leider tatsächlich so zum Leidwesen von vielen Menschen. Wo sieht man dich denn eigentlich? Also wir haben jetzt Ende August. Ja. Und tatsächlich ist jetzt dann bald schon wieder Piepshow, wie jede Ende des Monats, letzter Freitag im Monat in Berlin. Übrigens auch an unser Schwesterformat, die Schwarz und Eng in Hamburg. Ach, ist ja auch ist wieder, auch der letzte Freitag im Monat im Tom Saloon. Da nochmal Werbung für zu machen gerne. Da bin ich leider nicht da tatsächlich, weil ich, in Berlin bin. Ja. Wunder was. Da ist die Piepshow, was tatsächlich auch
auch ein gutes Format ist für kinky Sachen zu tragen. Also die sind sehr, sehr offen bei der Peep-Show. Da ist auch eine coole Mischung aus normalen Leuten mit oben ohne und irgendwie mal Fetisch, Rubber, was auch immer. Und am Tag danach ist im Quellgeist, auch ein sehr toller Laden in Berlin, tatsächlich auch ein Verein. Also auch da nochmal der Dank an die Menschen, die das alles tragen und organisieren. Da ist auch eine Youngster-Party. Ja, noch zähle ich zu Youngster. Die Frage kommt auf. Noch zähle ich zu Youngster. Da ist eine Youngster-Party im Quellgeist in Berlin. Das ist ein Verein, die sich tatsächlich so ein bisschen dem Thema Fetisch, Bondage und ganz vielen anderen Themen auch widmen und eine Location in Berlin haben, wo man sowohl socialisen kann, als auch wirklich, ich sag mal, Dinge erleben kann. Also ausprobieren. Ausprobieren tatsächlich, wenn wir mit den richtigen Leuten dort das auch ausprobieren. Aber alles halt in einem sehr einvernehmlichen, entspannten Rahmen. Mit verschieden gemischten Themenabenden ist das Quellgeist wirklich echt eine, ich sag mal, Institution, die man einfach würdigen muss. Und da bin ich am Ende August, den Samstagabend, da ist eine Youngster-Party. Naja, und dann kommt die Vollsumm. Da kann man aber tatsächlich fast eine eigene Folge für widmen. Ja, Vollsumm. Da habe ich so viele Fragen, weil ich war noch nie bei der Vollsumm. Aber vielleicht verschieben wir das in eine eigene Und ich möchte unbedingt, ich habe viele Fragen, genau, deswegen, da müssen wir ganz, ganz dringend Teaser an dieser Stelle. Wir müssen darüber reden. Vollsumm-Folge kommt. Anders können wir es gar nicht sagen. Es wird eine Vollsumm-Folge kommen, allein schon, weil ich mich dafür so sehr interessiere und wissen möchte, was mich dort erwarten könnte. Du warst da schon, Teaser an dieser Stelle. Also das werden wir auf jeden Fall machen. Genau, ich habe gerade geguckt, Schwarz und Eng, Ende August. Ich bin dabei in Hamburg, das heißt im Toms, wir werden uns sehen, liebe Leute da draußen. Solltet ihr da sein. Und da kommt eigentlich die entscheidende Frage, darf man dich auf Veranstaltungen eigentlich ansprechen? Also darf man, das klingt immer so blöd. Also wie findest du das, wenn auf einer Veranstaltung Menschen ankommen und sagen, Hi, ich kenne dich von Instagram. Also mich stört das überhaupt nicht, weil ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht. Also auch ich war ja mal unbekannt und es gibt auch Menschen, die vor mir schon bekannter waren. Mich stört das überhaupt nicht. Am Ende des Tages ist man ja auf so Veranstaltungen, um auch mal einen Dialog zu führen. So, ich unterhalte mich total gern, merkt man ja vielleicht gerade eben. Aber das ist total toll, also alles gut. Also das heißt, an alle draußen, die vielleicht jetzt so wie du damals, sag mal Hallo. Genau, so, hallo, ich bin der Alex. Weißt du, den Moment hatten wir tatsächlich ja auch. Deswegen gar kein Thema. Sagen, also seid mir nicht böse, wenn ich euch vielleicht nicht direkt erkenne. Also ich habe mit dem einen oder anderen schon mal gechattet. Und Gesichtsgedächtnis, wie ein Sieb hab ich. Wenn ihr mich ansprecht, Leute, ich erkenne euch nicht wieder, auch wenn wir vielleicht mal was miteinander gehabt haben. Ich erkenne wirklich. Nee, so weit geht's bei mir nicht. Ich habe ein gutes Gesichtsgedächtnis, aber die Masse alleine, wenn du mir sagst, wir haben schon mal geschrieben, dann glaube ich dir das. Sag mir deinen Instagram-Namen, wir gucken das Profil zusammen an und dann erinnere ich mich meistens, weil ich ein sehr visuelles Gedächtnis habe. Aber nee, alles gut. Also einfach Hi sagen. Ich beiß nicht, glaube ich. Merkt man hoffentlich auch, wenn der. Also ich kann nicht jetzt ins Knie beißen, aber hat auch keiner was von. Nicht, Du bist ja sehr sympathisch, also kann ich nur so zurückgeben. Und arrogant, wie viele sagen. Und arrogant, natürlich. Sowieso. Nee, eigentlich gar nicht. Aber tatsächlich, also sprecht uns auf jeden Fall gerne an, kann ich mal an dieser Stelle so sagen. Ich nehme mich da jetzt mal auch nicht aus. Wir sehen uns bestimmt irgendwo. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Ja. Ja, ansonsten, guck mal, genau, Events, September, was steht alles an? Stopp, es gibt noch was im September. Ich glaube, warte mal, Ende September war nochmal eine Piepshow. Da bin ich auch schon wieder. Natürlich. Schauen wir mal. Und auch da möchte ich jetzt nicht unbedingt Werbung machen, aber eine interessante Veranstaltung für die Menschen, die aus dem Norden kommen, in Hamburg, ist am Ende September, ich weiß das Datum nicht genau. Ich will dabei sein! Dabei sein ist alles. Die MOG, das ist eine Full-Coverage-Gear-Party auf der MS Koi. Ich kann da nicht. Das würde mich sehr belasten an deiner Stelle. Ja. Ich bin auf jeden Fall da. Ja, Mann, das ist zum Heulen. Ja, erzähl weiter. Heul leise. Das wird, glaube ich, spannend. Das wird auf einem Partyschiff sein. Ja. Und da werden wir, schauen wir mal, was wird, ne? Was wird? Wir freuen uns. Ja. Nee, tatsächlich, also als ich gesehen habe, dass die in Hamburg ist, es war wirklich so, oh mein Gott, ich bin dabei. Und dann guckte ich in den Kalender und sah ich bin nicht dabei. Arbeiten. Fuck.
Und irgendwas ist immer. Ich kann es auch nicht wegdiskutieren. Es ist ein Auftrag, der ist schon, ich bin als Moderator gebucht für eine Veranstaltung, Du wirst fürs Reden bezahlt. Ja, genau. Und ich werde fürs Reden bezahlt, dass ich als Person auf der Bühne stehe und ich kann, also ich weiß nicht, ich komme da erst abends um 20, 21 Uhr raus, frühestens. Das wird knapp. Genau, und es wird so knapp, dass ich es am Ende auch nicht genießen könnte. Und deswegen muss ich ehrlicherweise sagen, ich bin da leider raus. Und es tut weh. Es tut richtig weh. Tja. Ja. Aber wir können jetzt nicht so negativ die Folge beenden. Nein, wir müssen das positiv. Lebensfreude hier. Überlegen Sie sich Lebensfreude. Lebensfreude, auf Knopfdruck. Die nächste Folge zum Beispiel. Da werden wir über die Folsum reden. Wir können ja vielleicht noch mal kurz, die Folge steht unter dem Deckmantel CSD. Einmal vielleicht nochmal ein Fazit dazu. Für mich persönlich CSD dieses Jahr, es war wirklich traumhaft schön. Ich habe es sehr genossen. Das Wetter hat sich relativ gut gehalten in Hamburg. Wir waren abwaschbar unterwegs. So? Ja, genau, wir waren sowieso abwaschbar unterwegs. Aber es war wirklich angenehm. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Zeit. Viele tolle Menschen auch wieder, ich sag mal, erneut kennengelernt. Also gerade, ich finde, das ist immer dieses Ding, man schreibt mit Leuten auf Instagram oder so und dann lernt man sie in Real Life kennen und merkt einfach, ey, die sind ja noch viel sympathischer als übers Schreiben. So wie ich. So. Das hat er jetzt gesagt. Ich unterschreibe das. Nein, du bist auch ganz nett. Aber tatsächlich genau das, also ich fand das einfach sehr angenehm. Ja. Also mein persönliches Mein Fazit. Highlight war der Hamburger CSD dieses Jahr und auch der war so schön, dass ich tatsächlich in der Woche danach erstmal ein Loch gefallen bin. Oh Gott. Ja, nee, das klingt jetzt wieder zu negativ. Nein, nicht negativ. Also okay. Der war wirklich, das war das schönste Wochenende seit langem, weil einfach so viele tolle Leute da waren und der Hamburger CSD, diese Kulisse und ja. Ich kriege jedes Jahr, wenn ich an Hamburger CSD denke, bekomme ich immer Gänsehaut im Nachgang und ich freue mich jetzt schon auf das 1. August-Wochenende nächstes Jahr. Und da werde ich auch definitiv da sein, egal was kommt. So. Und ich glaube, das ist auch der Spirit. Ja. Kommt zum Hamburger CSD nächstes Jahr. Seid dabei. Wir sind da. Wir sind definitiv dabei. Mal schauen, was der Podcast bis dahin so treibt. Vielleicht. Oh, wir können einen eigenen Wagen haben. Oh, da hätte ich ja Lust drauf. Gut, vielleicht nicht nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr. Aber bin ich sofort dabei. Genau, ansonsten tatsächlich für die nächste Folge. Wir sind ja auf der Suche nach Themen, vor allen Dingen nach euren Themen. Und Fragen. Wir reden hier gerne genau Fragen, eure Themen. Ich habe schon angesprochen, ein Rubber FAQ. Also habt ihr Fragen zum Thema Rubber? Um jetzt schwarz und eng, es ist sehr naheliegend, ja, aber tatsächlich auch Fragen zu allen möglichen Fetischen, egal was es ist. Wir wollen hier keinen verurteilen, wir nehmen jedes Thema tatsächlich auf. Vorurteilsfrei, genau, einfach nur völlig aus Interesse tatsächlich am Ende des Tages. Wir lernen ja auch dran. Wir wollen ja auch was Neues lernen und ihr seid herzlich eingeladen. Schickt uns eure Themen, die wir hier einfach mal durchs Mikrofon kommunizieren sollen, auch gerne anonym, wenn ihr vielleicht nicht möchtet, dass euer Name genannt wird, gar kein Thema. Schickt uns eure Themen einfach per E-Mail an moin@schwarzundeng.de, alles zusammengeschrieben, oder schickt uns die Themen gerne doch auch bei Instagram als Direktnachricht. Dann können wir auch da das Ganze aufnehmen. Dann machen wir so eine Liste vielleicht fertig. Die Liste und die wird lang. Wir haben ja schon so eine Liste für uns angefangen, so Themen, die uns vielleicht irgendwie betreffen, wo wir was zu sagen könnten. Und wir wollen ja auch gucken, dass wir vielleicht dann, ich nenne es jetzt mal Experten, im Fernsehen nennt man es so, wir haben so einen Experten zugeschaltet. So. Wir können auch zuschalten. Tatsächlich auch da gerne suchen wir dann Leute, die vielleicht auch etwas dazu sagen können, wo wir etwas lernen können. Wir nehmen auch gern euch als Gesprächspartner. Also ihr merkt, wir sind wirklich offen für alles. Schickt es uns. Das ist mein Credo sowieso immer. Ist doch toll, oder? Ja, damit lebt man sich ganz gut. Definitiv. Und Feedback und alles an Fragen über Instagram gerne. Auch wenn schwarz-und-eng.podcast. Schwarz-und-eng.podcast, genau, Instagram, ganz wichtig. Folgt uns, schwarz-und-eng.podcast. Und wenn ihr nur Markus folgt, dann folgt ihr einfach dem Account auch. Ich werde dafür auch Werbung machen. Befürchte ich. Wie nett. Wie nett. Er wird dafür Werbung machen. Es wird euch über den Weg laufen, zwangsläufig. Der abgehobene Gummimann. Genau der. Ja, nee, jetzt, ich glaube, das ist tatsächlich auch schon das Ende. Und ich freue mich auf das. Ich glaube, wir werden noch eine Folge machen. Leider ja. Aber ich hoffe, du darfst da jetzt aber nicht ein Glas kaputt machen in der nächsten Folge. Also, dann haben wir keine Gläser mehr. Es waren gar nicht mehr so viele hier. Ja. Ich bringe mal Gläser mit. Und ja, jetzt haben wir wieder schon Prosecco getrunken. Naja, es ist ein tolles Format. Ich fühle mich auf jeden Fall wohl. Es ist mir auch, also wenn es riecht ja auch so schön nach Gummi. Ja. Oh, es duftet herrlich. Und bevor wir jetzt länger schwafeln, sag ich mal, bis tschüss bald. Athen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, bis bald. Tschüss. Wir freuen uns. Tschüss.